Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Der heutige Tag ist euch bekannt als erster Advent. Ich werde dieses Fest dieses Jahr anders beginnen. Das wird mein erstes Julfest. Hier habe ich einen Julkranz gebaut. Das Wort Jul stammt von Jol und bedeutet so viel wie Rad, Jahreskreis. Dazu wurden früher immergrüne Zweige genutzt. Ich habe hier Fichte und Tanne genutzt. Ansonsten können Efeu, Kiefer, Wacholder, Eibe, Mistel dazu genutzt werden. Beim Binden sollen die Wünsche fürs kommende Jahr eingebunden werden. Hierzu werden 5 Kerzen genutzt. Ihr kennt wahrscheinlich die 4 Kerzen vom Adventskranz. Diese 4 äußeren Lichter bzw. Kerzen stehen für das Sonnenlicht. In der Mitte ist die Julkerze zu sehen. Normalerweise wird hier die Julkerze vom vorherigen Jahr genutzt. Da ich dieses Jahr das erste Mal das Julfest angehe, habe ich hier außen ein kleines Wikingerschiff, welches meine Familie mir geschenkt hat. Symbolisch werde ich dieses nutzen, um das erste Mal diesen Julkranz zu entzünden. Am ersten Julmond werden 4 Kerzen angezündet. Heute ist allerdings der erste Advent. Jetzt ist natürlich zu sagen, dass Julmond der Monat Dezember ist. Früher wurde der Kalender in Monden gerechnet, was heute nicht mehr passend ist. Aktuell hätten wir Nebelmonat bzw. Nebelmond, Nebelung kann man dazu auch sagen. Ich habe lange überlegt, heute ist Sonntag, der erste Advent und somit für mich passend. Ich werde also den Sonnentag, also der Tag ist ja der Sonne geweiht. An dieser Stelle ist zu erwähnen, sofern ihr Interesse habt, mehr über die Monate zu erfahren, werde ich euch das gerne in einem anderen Video machen. Schreibt das gerne unten in die Kommentare rein. Sobald wir am 1. Julmond starten würden, wäre es so, dass am 7. Julmond, also 7. Dezember, 3 Kerzen angezündet werden. Also am 1. Julmond werden die 4 äußeren angezündet. Am 7. Julmond nur noch 3 davon außen. Am 14. Julmond wären es 2 Kerzen. Und am 21. Julmond würde nur noch eine äußere Kerze angezündet werden, dann gelöscht werden und dann würde mit dieser Kerze, mit der Julkerze, würden alle äußeren Kerzen angezündet werden. In meinem Fall ist es jetzt so, ich werde heute starten, am 1. Advent. Somit mache ich am 1. Advent alle 4 äußeren Kerzen an. Nutze dazu das Wikingerschiff. Dann am 2. Advent mache ich nur noch 3 der äußeren Kerzen an. Am 3. Advent mache ich nur noch 2 an. Am 1. Advent nur noch eine Kerze. Und am 21. Dezember bzw. 21. Julmond werde ich mit dieser inneren Kerze alle äußeren Kerzen anzünden. Also die innere ist wie gesagt die Julkerze. Mit dieser werde ich die 4 äußeren anzünden. Die 4 Stück stehen genauso wie das Kreuz für die 4 Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Somit werde ich auch in diesem Kreislauf vorgehen und werde zuerst den Frühling weglassen, Sommer, Herbst, Winter und zum Schluss wird nochmal alles angemacht. Das Ganze ist zur Anerkennung der Sonne. Die Woche hat früher mit Sonntag gestartet, also das Heiligste war die Sonne. Diesbezüglich habe ich persönlich hier auch Honig oder Bienenwachskerzen genutzt, die gelb sind. Erstens mal aus biologischen Gründen, also ich möchte keine Chemie nutzen. Und
Ich persönlich will auch die Farbe Gelb bzw. Gold für die Sonne. Es gibt verschiedene, die nutzen Rot. Hier habe ich auch nochmal Rot. Das ist Ilex. Zu den Farben werde ich gleich noch eingehen. Dann hatte ich ja gesagt, es besteht auch die Möglichkeit, am 21. Julmond alle Kerzen anzuzünden. Das werde ich persönlich dann so machen. Und am Schluss werde ich den Kranz dem Julfeuer übergeben. Die mittlere Kerze, dazu ist noch zu sagen, die wird fürs nächste Jahr dann in einem Kistchen aufbewahrt und mit dieser Kerze würde ich im nächsten Jahr dann alle anderen Kerzen anzünden. Ich persönlich werde natürlich in der Mitte dann wieder eine neue aufstellen und diese hier im nächsten Jahr dann zwischendurch noch nutzen. Also nachdem ich am ersten Advent, beziehungsweise wenn ihr jetzt den ersten Julmond, 1. Dezember nutzt, ab da die Kerze nutzen. Funktioniert ja nicht. Die mittlere Kerze, also die Julkerze, werde ich fürs nächste Jahr behalten und mit dieser dann im Jahr darauf alle äußeren anzünden. Natürlich dann am 21. Julmond 2021 in diesem Fall. Passendes Datum, wie ich finde, 21. Julmond, 21. Dezember 2021. Kommen wir zu den Farben. Also grün steht für ewiges Leben, deswegen auch die Nordmann-Tanne, die genutzt wird, weil die immer grün ist und selbst im Winter die Farbe weiterhin behält und das Leben behält. Die Germanen, Slawen, Kelten, all die Naturvölker dachten früher, dass die Natur stirbt und im nächsten Jahr wieder zum Leben erweckt oder erwacht. Diesbezüglich auch zu erwähnen, das ist kein Christbaum. In der Wüste wachsen keine Tannenbäume, sondern die Nordmenschen oder sagen wir die Naturvölker, ob es jetzt die Kelten, Slawen, Germanen sind, haben der Natur gedacht. Diesbezüglich dann die Nordmann-Tanne, also kein Christbaum. Die Kirche hat auch hier alle möglichen Dinge verfälscht bzw. übernommen und sich selbst dann anders angeeignet. Die Farbe Rot steht für die Tiere und die Menschen sowie Magie. Also die rote Farbe ist eine magische Farbe. Auch hierzu kann ich gerne nochmal ein extra Video machen. Da gibt es ein sehr gutes Buch zu und da wird beschrieben, dass die Magie der Runen, sofern ihr nicht wisst, was Runen sind und dazu auch noch ein Video möchtet, würde ich auch dazu gerne noch was machen. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Sofern Runenmagie angewendet wird, dann am besten mit roter Farbe. Gold, hatte ich bereits erwähnt, steht für die Sonne, rund, hell und leuchtend.